Islamismus ist ein falsch gewählter Begriff und ist gerade deshalb die Ursache für Islamfeindlichkeit und der Angst vor dem Islam. Aber warum soll der Begriff falsch gewählt sein? Und wie kam es dazu? Es stimmt, dass ab 1910 radikal denkende muslimische Minderheiten ihre salafistische Ideologie mit Gewalt zu verbreiten versuchten. Alle, ihrer Ideologie abweichenden Religionen waren damit Sünder und mussten bekehrt oder bekämpft werden. Ähnliches passierte auch in Irland. Deshalb spricht man dort aber nicht von Christen oder Christianismus. So kam es zu terroristischen Anschlägen, unter anderem auch auf Mekka. Damit waren die Christen, Juden und Muslime gleichermaßen betroffen. Diese radikale Minderheit hatte das Ziel, die ganze Welt zu erobern und ihre undemokratische, frauenfeindliche, kulturfeindliche und wissenschaftsverachtende Ideologie zu verbreiten. Was aber viele Menschen nicht wissen, der Islam ist genauso Opfer dieser Terroristen. Das war auch der Grund, warum Atatürk, der Gründer der Türkei, 1923 das Kopftuchverbot und das Sultanat abgeschafft hatte und den Laizismus eingeführt hatte. Atatürk wollte den Einfluss dieser Ideologie verhindern. In Ägypten waren es die Muslimbrüder, welche das Gleiche taten. Muslime der Welt lehnen diese Ideologie seit ihrer Entstehung ab. Das zeigte sich auch bei den Prosteten des arabischen Frühlings. Gerade deshalb ärgern sich Muslime, dass nicht-muslimische Medien den Begriff Islamismus eingeführt haben und dieser heute ein negatives Bild über den Islam verbreitet. In Schulbüchern wird der Islam mit Terror in Verbindung gesetzt. Viele Europäer glauben deshalb, dass der Islamismus die maßgebliche Strömung im Islam sei. Manche Menschen verneinen sogar, dass es einen modernen Islam geben soll, und dieser sich in Einklang mit modernen Demokratien bringen lässt. Dass diese Annahme falsch ist, zeigt die Entwicklung des Islam bis zur Gründung dieser neuen Ideologie des Wahhabismus und Salafismus im 19. Jahrhundert. Der Islam zeigte sich als moderne, als Europa noch im tiefen Mittelalter steckte. Der Islam hat die heutige Entwicklung in Europa in Sache Demokratie, Freiheit, Wissenschaft und Frauenrechte stark mit beeinflusst. So hat auch schon der türkische Präsident den falsch gewählten Begriff immer wieder angesprochen. Klar ist, dass der Islam eine Religion des Friedens ist und nicht reformiert werden muss. Da wäre es jetzt angebracht, dass dieses falsche Denken erkannt wird und der Islam nicht mit dem hier definierten Islamismus gleichgesetzt wird. Europa sollte offiziell das Wort Islamismus umbenennen. Aber es scheint, als hätte man da andere Ziele, als zu verhindern, dass allein in Deutschland jedes Jahr bis zu 200 Anschläge auf Moscheen stattfinden.